Südafrika 1986. Brutal verteidigt die weiße Regierung ihre Politik der Apartheid und damit die weiße Vorherrschaft. Aber es regt sich Widerstand. In Belhar, einem Vorort von Kapstadt, kommt es zu einem mutigen Bekenntnis der farbigen, bald auch der schwarzen reformierten Christen. Mitten in der Unterdrückung nennen sie die Rassentrennung klar und deutlich Sünde. Das Bekenntnis von Belhar gab Kraft für den Widerstand gegen die Apartheid. Aber bald bekam es weltweite Aufmerksamkeit, denn es hat etwas zu sagen zu manchen aktuellen Themen. Mir ist es wichtig, dass Kinder aller Begabungen und Fähigkeiten, auch die mit Einschränkungen, zusammenkommen und miteinander etwas erleben. Das schließt auch Kinder mit Familien anderer Herkunft mit ein. Wir glauben, dass die Verschiedenheit der geistlichen Gaben, Chancen, Umstände und Überzeugungen, wie auch die Unterschiede von Sprache und Kultur, das sichtbare Gottesvolk bereichern. In meiner Arbeit achte ich darauf, dass alle Kinder und Eltern mitgenommen werden. Wir heben die Stärken der Kinder hervor und bauen Barrieren ab. Darum arbeiten wir in der Kita Arche Noah inklusiv. Mir ist es wichtig, mich für Versöhnung einzusetzen. In der Schule haben wir von den Verbrechen in der Nazizeit gehört. So etwas darf nie wieder passieren. Darum bin ich mit anderen jungen Menschen nach Litauen gefahren. Wir glauben, dass Gott seiner Kirche die Botschaft von der Versöhnung in und durch Jesus Christus anvertraut hat. Wir glauben, dass die Kirche selig gepriesen wird, weil sie Friedensstifterin ist. Wir haben in Krettinger zusammen mit litauischen Jugendlichen einen jüdischen Friedhof instand gesetzt. Gemeinsam haben wir uns der Geschichte gestellt und wir haben Kontakte für ein versöhntes Europa aufgebaut. Mir ist wichtig, mich für Gerechtigkeit einzusetzen in unserer Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Es gibt immer mehr Leute, die auf Lebensmittel angewiesen sind. Hier kann die Tafel helfen. Wir glauben, dass Gott in einer Welt voller Unrecht und Feindschaft in besonderer Weise der Gott der Notleidenden, der Armen und der Entrechteten ist und seine Kirche aufruft, ihm auch hierin nachzufolgen. Wir sind da für Leute, die eine kleine Rente nur beziehen, für Alleinerziehende, für Arbeitslose, für Flüchtlinge. Wir sind ökumenisch aufgestellt. Unsere Mitarbeiter kommen aus der evangelischen, der katholischen und der mennonitischen Gemeinde. In unserer Gemeinde haben wir für 5 Wochen eine 4-köpfige Familie im Kirchenasyl beherbergt. Sie wären sonst über Schweden in den Irak abgeschoben worden und hatten schreckliche Angst. Wir glauben, dass die Kirche aufgerufen ist, dies alles im Gehorsam gegenüber Jesus Christus, ihrem einzigen Herrn, zu bekennen und zu tun, selbst wenn die Obrigkeit und menschliche Verordnungen dagegen stehen. Viele haben sich eingesetzt. Die Abschiebung konnte verhindert werden und wir sind weiter in engem Kontakt mit der Familie. Deutschland und Europa heute. Die Lippische Landeskirche diskutiert das Bekenntnis von Belhar. Kann es uns helfen, auf die großen Herausforderungen heute verantwortlich zu reagieren? Kann es eine hilfreiche Ergänzung der Grundlagen unserer Kirche sein?